Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Silber steigt stärker als Gold. Goldaktien. Disclaimer. Silber steigt stärker als Gold. Gleich Goldaktienrallye. Silber steigt heute 1,35%, Gold hingegen geht 0,35% runter. Diese seltsame Bewegung zugunsten von Silber kann endlich die Silberpreisrallye starten, die in den letzten Videos beschrieben wurden ist. Dies wäre im Einklang unserer Erwartung, dass Silber die Goldaktienrallye auslöst. Silber ist zudem viel zu niedrig und kann sehr schnell nach oben steigen, wie von 2010 bis 2011, also von 17 Dollar auf 50 Dollar. Der Analyst zeigt hier an, dass Silber von hier aus bis zur Spitze, bis an den oberen Rand des Trendkanals auf 66 Dollar steigen soll. Behalten wir also weiterhin Silber im Auge. Werden alle verstehen, wie sein Preis sich insbesondere auf Gold- und Silber-Union-Aktien positiv auswirkt. Bei einem angenommenen Preis von 2500 Dollar für Gold und 66 Dollar für Silber erreicht das Gold-Silber-Ratio 38, aktuell 83,75 und somit etwa das Niveau von 2011. Ja, 2011 war das Gold-Silber-Ratio auf 31. Das heißt, immer wenn wir ein niedriges Ratio haben, sind Goldaktien extrem überbewertet. Wenn wir ein hohes Ratio haben, wie aktuell noch 83, sage ich mal, vor ungefähr einem Monat waren es, glaube ich, noch mal an der Spitze noch mal 96, als die Goldaktien mal ganz billig waren eben die Goldaktien extrem billig. Also offensichtlich hängt diese ganze Goldaktien-Rallye durchaus an Silber. Und Silber hat eben seit 2011 total enttäuscht. Wir sind weit über über das Hoch von 2000, unter dem Hoch von 2011. Und das ist auch einer der Mitgründe, warum Goldaktien insgesamt nicht performen. Wenn jetzt es aber zu einer Silber-Rallye kommen sollte, wie hier angezeigt wird, vielleicht auf über 50 bis 66, who knows, äh, wird das einer der größten Goldaktien-Rallye, die es je gegeben hat, erzeugen. Das hängt eben einfach damit zusammen, dass die Silberanteile in den Unternehmen, die sie ja meist auch haben, überproportional steigen. Also das geht eben schnell, bis Silber sich verdoppelt, bis Gold sich verdoppelt. Das braucht doch noch ein bisschen. Und deswegen steigen die Goldaktien bzw. Silberaktien exorbitant, weil das mit einmal bewertet wird, was die ganze Zeit nicht bewertet worden ist. Und das reißt natürlich den Gesamtsektor auch damit hoch. Sage ich mal, das Geld fließt dann vermutlich in erster Linie gerade in die völlig unterbewerteten Explorationsgebiete mit großen Gebieten. Das wird da vom Markt aufgewertet und weil die jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger fast bei Null bewertet sind, niedrig, kann das eigentlich eine enorme Rallye auslösen. Wahrscheinlich sogar die größte Rallye, tja, aller Zeiten jetzt hier. Gerade jetzt, wo, sage ich mal, schon irgendwo hier die Glocken für das Finanzsystem eingeläutet werden und ist es sozusagen diese extrem gedrückten Goldaktien sind dann sowas wie der letzte Move der Matrix sozusagen, die extrem verzerrt nach unten gehalten worden sind. Und bevor, sage ich mal, die Matrix mal ganz abstellt, so könnte man es vermuten, das ist eine Überlegung, schnellen die Goldaktien nochmal hoch. Warum machen sie es? Weil die Insider eben überproportionale Gewinne dadurch machen können, weil sie sich keiner vorstellen kann, was jetzt passieren könnte. Und gleichzeitig hält man auch die Leute von Gold und Silber Aktien, geschweige Gold und Silber, fern. Sie sollen schön weiter in ihre ETFs, Lebensversicherungen etc. investieren, auf keinen Fall Gold und Silber und schon gar nicht Gold und Silber Aktien investieren. Weil das ist, sage ich mal, gewissen Insidern vorbehalten und deswegen wird auch so wenig darüber berichtet. Aber wir versuchen ja, das ist unsere Mission, hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Zumindest ist es ein Versuch. Ja, Gold, Silber, Projektgenerator Kanada, 104 Millionen kanadische Dollar Marktkapitalisierung. Dr. Quinton Henning, einer ist als Berater im Unternehmen dabei, der ist ziemlich berühmt. Der hat viele große Projekte beraten, Tätigkeiten, die viele zum Erfolg wurden.
Und sicherlich hat das eben auch zum einen Einfluss auf die Bewertung des Unternehmens. Das ist nicht mehr ganz billig mit 104 Millionen Marktkapitalisierung, aber trotzdem angesichts steigender Gold- und Silberpreise hat natürlich diese Aktie theoretisch auch noch enormes Potenzial. Aber schauen wir uns das an. Das Unternehmen hat Edelmetallprojekte im Goldenen Dreieck in British Columbia und Abitibi-Belt in Quebec. Grundstücke in British Columbia haben weitläufige Mineralisierung mit hochgradigen Gold-, Silber- oder Kupfervergonnen an der Oberfläche ergeben. Diese neuen Entdeckungen sind das Ergebnis des Gletscherrückgangs und des Abschmelzens der Schneedecke in geologischen Gebieten, in denen im Goldenen Dreieck und in der Umgebung vorkommt, Weltklasse gefunden. Also im Grunde genommen profitieren sie so ein bisschen, sage ich mal, von den Menschen oder von nicht menschengemachten Klimawandel, dass eben die Gletscher zurückgehen und man kommt jetzt an Gebiete, in denen man, sage ich mal, im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts gar nicht rangekommen ist. Das muss man vielleicht auch berücksichtigen, dass jetzt wirklich einige Schätze aufgrund dieser Situation nochmal on top gehoben werden können. Das könnte natürlich auch dann zu dieser Goldaktienmania, gerade was diese Permafrostgebiete da oben in Kanada und Alaska betrifft, enorm Auftritt geben. Das ist denkbar. Also, die haben im Wesentlichen das Golddicker Grundstück. Das befindet sich über eine Fläche von 23.800 Hektar, 239 Quadratkilometer in einer erstklassigen geologischen Umgebung des SK-Grabens innerhalb des Goldenen Dreiecks in British Columbia, der mehrere Weltklasse-Lagerstätten, die mehrere Weltklasse-Lagerstätten beherbergt. Das Unternehmen liegt 30 Kilometer südöstlich von Stewart, British Columbia. Die Homestake Ridge Lagerstätte Fury Gold Mines Limited, die Dolly Varden Silver Mine und das Kingscook Projekt Hecla Mining Company befinden sich in unmittelbarer Nähe. Das Unternehmen hat eine neue hochgradige polymetallische Gold-Silber-Scherzone, die Suribet-Zone, auf dem Grundstück Golddigger entdeckt. Der durchschnittliche Gehalt und Mächtigkeit aller 24 Bohrlöchern ergaben 6,2 Gramm pro Tonne Gold-Äquivalent beziehungsweise 4,35 Gramm pro Tonne Gold und 104,94 Gramm pro Tonne Silber auf 5,87 Meter. Ja, also hier nochmal was zum Projekt. British Columbia kennen Sie ja, das ist, sage ich mal, der westlichste kanadische Staat sozusagen. Und da sind ja viele attraktive Goldgebiete. Und dieses Gebiet ist eben ganz, ganz, ganz heiß. Da gibt es eben diese anderen Unternehmen wie Dolly Varden, die ja, glaube ich mal, eine Probe hatten mit bis zu 80.000 oder waren es 8.000 Unzen, sondern mal eine unglaubliche Silberentdeckung gemacht, absolut hochgradig. Und das ist natürlich auf diesen Grundstücken auch theoretisch denkbar. Und in einer richtigen Gold- und Silbermania mit solchen Experten wie Quinton Henning an Bord könnte natürlich dann noch enormes Bewertungspotenzial hinzugefügt werden auf diese Aktie. Und charttechnisch lässt es auch zu. Die waren 2008 auf fast $5. Natürlich sind sie jetzt nicht mehr ganz billig. Wir kriegen sie nicht mehr für $10, sondern mehr oder weniger schon für über 1. Aber es ist massive Dynamik, will weiter ausbrechen und stellen sich vor, wo diese Aktie eben noch bei Gold über 2000 oder geschweige 2500 ist. Dann dürfte, sage ich mal, das alte Hoch erreicht sein und möglich weit, weit darüber hinaus. Also, und wenn wir, sage ich mal, eine Mania-Phase kriegen, erinnern sich daran, dass selbst Unternehmen wie BX, dieser große Betrugsfall aus 1993, hatte kein Gold im Boden, aber gut, die dachten, es wäre soweit. Die Fantasie ging hoch. Die ist ja, denke ich mal, von 30 Cent auf $300 gestiegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass so ein Unternehmen auf $100 steigt, überhaupt nicht, aber in einer Mania-Phase kann sowas passieren. Und mit was passiert es? Mit Projekten, mit dementsprechend großen Ressourcen, guten Namen, dass eben die Investoren heiß machen. Das ist eben einfach so. Das ist ein kurzes Aufblühen. Das ist wie eine Streichholz, das für eine kurze Zeit den ganzen dunklen Raum erhält, überproportional, äh, dann aber auch wieder verschwindet. Und so dürfte vermutlich dieser Goldaktieneffekt sein. Deswegen muss im Vorfeld investiert sein. Und wenn es dann kommt, wird es wirklich alle überraschen, wie radikal, wie stark und wie schnell vor allem auch dieser Sektor steigen kann.
Und also das ist so im Prinzip eine andere Analogie, ist wie Sporen in der Wüste. Ich meine, wir haben 40 Jahre regnet es nicht, nichts, nur Wüste, nichts. Einmal regnet es, nach 40 Jahren, die Sporen sind trotzdem noch da, die Pflanzen und Blumen entwickeln sich und es ist die größte Blumen- und Pflanzenpracht überhaupt. Und dann für 40 Jahre wieder nicht. So ungefähr müssen Sie versuchen, Goldaktien zu sehen. Ja, Projekte, also die haben noch weitere Projekte, Projekte im nordöstlichen Chibougamau, Chapis Mining Camp, das Abitibi Greenstone, also das ist das in Quebec, ist bekannt für seine historischen Gold- und Kupferproduktion seit den 1950er Jahren, 4 Millionen Unzen, Millionen Pfund Kupfer auch, kürzlich verstärkt die Mineralexploration nach Entdecken einer neuen Goldmineralisierung. In der Nachbarschaft gibt es diese Unternehmen, Monster Lake Lagerstätte, 12,14 Gramm pro Tonne für 433.000 Unzen, IAM-Gold, Tomagold, Goldlagerstätte Nelligan, 97 Millionen Tonnen, 1,02 Gramm pro Tonne Gold für 3,2 Millionen Unzen, IAM-Gold. Insgesamt handelt es sich um 391 Mineralienclaims für 340 Quadratkilometer. Weitere potenzielle Ziele dort sind das Projekt Nelligan East, ähm, und wo teilweise auch in der Nachbarschaft hier 8,2 Gramm pro Tonne Unzen zu finden sind und auch Silber vorhanden ist, also eine Goldmineralisierung, die im sulfidhaltigen Quarzadern vorkommt. Und auch das Projekt Nelligan Welt. Gold kommt in einer Reihe von Alterationszonen vor, die bis zu 200 Meter breit sind. Also überall ist ein interessantes Gebiet. Also beide Projekte sind interessant. Und ich denke mal, der Experte Quinten Henning ist nicht umsonst an Bord. Könnte also interessant werden, ist natürlich hohes Risiko, ist natürlich keine Empfehlung, aber es ist sicherlich mal interessant, über diese Aktie zu sprechen. Die hat viele positive Attribute, die in einer Mania voll zum Schlagen kommen könnten. Ja, Goldaktienbullenmarkt 1970, so sieht dann tatsächlich eine Mania aus. Das hat sich, sage ich mal, bei vielen Investoren eingebrannt. Ich meine, das passiert auch nicht jeden Tag. Dort gingen eben diese Aktien von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar hoch. Teilweise konnte man aus 1.000 Dollar eine Viertelmillion machen. Das ist gar nicht so selten passiert. Bedingung ist natürlich gewesen, dass die Goldaktien irgendwo dezimiert im Vorfeld waren und es danach zu einer Goldaktienrallye kommt, dass beide Extreme irgendwie aufeinander folgen. So wie bei uns. Ich meine, wir haben absolut extrem tiefe Goldaktienpreise. Die haben eindeutig im Boden gefunden. Das sehen Sie an den Charts. Sie steigen. Das wird noch nicht so wahrgenommen. Und sobald die Gold sich über 2000 etabliert, wird ein riesiges Investitionskapital in diese Penny Stocks eingeben mit guten Ressourcen. Die kann man im Vorfeld identifizieren und ruckzuck sind die in der Masse so dieser Typus, sofern sie gute Ressourcen haben, um 1 Dollar und dann geht es sicherlich den Mehrdollarbereich. Und eben dann kommt es zu Übertreibungen, dann kommt es zu vielen Neugründungen. Viele wollen Investorenkapital dann nehmen und dann ist es richtig, dann wird es Zeit, die Goldaktien abzustoßen. Und also wenn es euphorisch ist. Also jetzt, wo es ganz negativ ist, nach wie vor, aber der Boden ist meiner Meinung nach bei Goldaktien wirklich gefunden, akkumulieren und abstoßen, wenn Ihr Nachbar sagt, man kann so unheimlich viel Geld mit Goldaktien machen. Und der Punkt will kommen, weil die Inflation wird immer mehr ein Thema werden. Gold und Silber wird wichtig, aber die Leute sind insgesamt von dem Potenzial von Gold und Silber enttäuscht. Ja, was ist das, wenn Gold auf 2300, 2500 steigt? Nichts. Das kriegt die Masse wahrscheinlich noch nicht mal mit. Aber die Meldung über Goldaktien, dass die ein oder andere Gold jetzt um 10, 20, 30, 100-fache gestiegen ist, wird schon die Runde machen, denke ich. Und dann, und wenn das die Runde macht, dann ist es natürlich der Zeitraum, dieses abzustoßen. Ja, 1000-Bäcker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen, sehr hohen Risiko zu ordnen, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, was man kaufen kann, wenn dieser Boom vorbei ist. Bei Interesse kann ich auch Folievorschlag und persönliche Beratung fertig machen. Finden Sie alles unten im YouTube-Anhang angehängt. Einlagen von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft, ist einfach ein Unternehmen, ist jederzeit an Gold und Silber gekommen. Zollfreie Einlagerung in der Schweiz ist genauso leicht zu verkaufen. Sollte man sich mal auf alle Fälle mal ansehen, dass man eine Alternative
zu den reinen Edelmetallhändlern zur Verfügung hat. Ja, Preisvergleich, klar, bevor man Gold kauft, erst auf die Vergleichsportale gehen, wie gold.de. Nützliche Informationen, Kontakt. Da ist nochmal aufgeführt, mit welchem Broker Sie in der EU arbeiten können, mit welchem Broker in der Schweiz, wo Edelmetalle einlagern in der Schweiz oder Liechtenstein, Langfristchart von Gold, Silber, Uran, anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienindex, GDX-Certain, GDXJ, Goldaktien-Gold-Ratio, Buch über Goldaktienbewertung, internationale Diskussionsforen sind verlinkt wie COCA, äh, Videos von Fachleuten wie Uwe Bergald und beispielsweise, wenn Sie jetzt Probleme haben, Zustellungsprobleme mit Spam, auf das Sie irgendwas nicht bekommen haben, Fragen oder Anregungen, wie insgesamt, schreiben Sie mir eine Mail oder rufen Sie mich unter der angenehmen Telefonnummer an. Ich würde Sie in der zeitnah zurückrufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Würde Sie auch vielleicht bitten, die Glocke zu aktivieren, dass Sie über neue Videos sofort informiert werden. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.